Herzlich willkommen. Bei dem vorliegenden Fall handelt es sich um einen 7-jährigen Jungen, bei dem ich 2 Phasen mit unterschiedlichen Ticks bzw. Zuckungen direkt begleitet habe. Mit 5 Jahren hatte er etwa einen Monat lang eine Zuckung, bei der er immer etwas in die Knie gegangen ist und die Arme angezogen hatte. Mit 7 Jahren hatte er für 2 Monate eine andere Zuckung, bei der er immer beide Arme gleichzeitig gestreckt hat. Nach dem Modell der 5 biologischen Naturgesetze, in das es unter Krankheit ist anders eine freie Einführung gibt und das Voraussetzung zum Verständnis dieses Fallberichtes ist es ja kein Zufall, Defekt oder Chaos, dass ganz bestimmte Symptome auftreten, sondern sie treten im Rahmen von sogenannten sinnvollen biologischen Sonderprogrammen, abgekürzt SBS, auf, die immer eine präzise, konfliktiv empfundene Situation als Ursache haben. Genauer gesagt, bei der Steuerung der Muskulatur, wie in diesem Fall, eine konfliktive motorische Situation, in der eine Bewegung mit der betreffenden Muskulatur eine entscheidende Rolle gespielt hat. Die ursächliche Situation des Jungen konnte anhand von vorhandenen Videoaufnahmen sehr genau nachträglich gefunden werden. Und zwar war das so: Im Sommer 2020, also mit 5 Jahren, hat er mit Inlineskaten auf einer Mini-Ramp angefangen, wie man an diesen Aufnahmen sehen kann. Er hat sehr schnell die erforderlichen Bewegungen erlernt, aber ein paar Tage später hat er einen Trick geübt, um von der einen auf die andere Mini-Ramp zu springen. Und kurz vor dem Sprung hat er allerdings das Gleichgewicht verloren und ist mit dem Nacken auf die Kante zwischen den Mini-Ramps gefallen. Zwar hatte er einen Helm an, die Kante hat ihn aber genau unterhalb des Helmes hier unten erwischt. Ja, dieser plötzliche, vollkommene Kontrollverlust beim Sturz war die ursächliche, konfliktive motorische Situation, in der er gefühlt in der Bewegung gescheitert ist, also in der während dem Erlernen einer neuen Bewegung eine konfliktive Situation aufgetreten ist. Es wurde nun das SBS der entsprechenden Muskeln bzw. Bewegungsabläufe gestartet, die er bei dem Skaten ausgeführt hat. Tatsächlich waren ja auch beide Körperseiten betroffen, sodass er sich in einer sogenannten motorischen Konstellation befunden hat. Es also auf beiden Hirnseiten eine entsprechende Aktivierung der Steuerungsrelais gab. In der ersten konfliktiven Phase hatte keinerlei Symptome bemerkt. Das ist ja auch gewöhnlich so. Der Sturz war zwar schmerzhaft, aber nach ein paar Tagen war alles wieder in Ordnung. Er ist aber erst etwa einen Monat später erneut auf die Mini-Ramp gegangen und hat den zuvor gescheiterten Trick diesmal erfolgreich gelernt und ebenfalls mehreren Familienangehörigen stolz vorgeführt. Und dieses wiederholte erfolgreiche Ausführen war die Konfliktlösung, sodass nun die konfliktgelöste Phase startete. Wenn 2 motorische Konflikte einer Konstellation gleichzeitig in konfliktgelöster Phase sind, wie in diesem Fall, kommt es nach derzeitigem Wissensstand während der konfliktgelösten Phase zu ständig wiederkehrenden Ticks bzw. Zuckungen, bei denen eine Bewegung ausgeführt wird, die mit der konfliktiven Situation zu tun hatte. Womöglich hat dies mit der Schwellung der harmischen Herde in den entsprechenden steuernden Hirnbereichen zu tun, sodass dadurch immer wieder unkontrollierte Steuerungssignale gesendet werden und die Zuckungen auftreten. Bei ihm wurde das Zucken wenige Tage später das erste Mal bemerkt und steigerte sich dann langsam in Intensität und Häufigkeit. Diese Aufnahme hier stammt von 2 Wochen nach der Konfliktlösung. Und diese Aufnahme noch einmal eine Woche später, wo das Zucken den Höhepunkt erreichte und teilweise mehrfach pro Minute in unterschiedlicher Stärke auftrat. Und wenn man die erlernte Bewegung beim Skaten auf der Mini-Ramp sowie die Bewegung bei der Zuckung nun nebeneinander legt, kann man sehr genau die Übereinstimmung und somit den Bezug zu dem Skateunfall als ursächlicher Situation erkennen. Die konfliktaktive Phase war ziemlich genau einen Monat lang, genauso wie die anschließende symptomatische, konfliktgelöste Phase, während der die Zuckungen aufgetreten sind. Anschließend sind sie in der Form nie wieder aufgetreten, auch nicht nach erneutem Skaten auf der Mini-Ramp, weil das SBS vollständig durchgelaufen ist und es keinerlei Reaktivierungen oder Schienen gab, um es theoretisch dauerhaft aufrechterhalten zu können. Ja, ebenfalls im Alter von 5 Jahren hat er angefangen, schwimmen zu lernen.
Dabei gab es verschiedene Situationen, wo er kurzzeitig Wasser geschluckt hat und Panik bekommen hat. Es gab also wieder konfliktive Situationen beim Erlernen eines neuen Bewegungsablaufes, die Armbewegung beim Schwimmen betreffend, weil er seinen Oberkörper und Kopf nicht hoch genug über das Wasser halten konnte und sich verschluckt hat. Auch hier wurden zwei motorische Sonderprogramme aktiviert, die eine Konstellation darstellen. Einmal links und einmal rechts im Armbereich und somit Hirnbereich. Durch die nun beginnende Corona-Zeit waren die Schwimmbäder nun erstmal nicht mehr zugänglich, sodass er in den folgenden 2 Jahren bis auf wenige Ausnahmen im Pool oder am See keine Möglichkeit mehr hatte, weiter sein Schwimmen zu perfektionieren. Erst im April 2022 war er in einem Hotel im Urlaub, wo es ein integriertes Schwimmbad gab und wo er nun jeden Tag Schwimmen geübt hat und erstmalig die ganze Bahn für das Seepferdchenabzeichen geschafft hat. Dies war nun die Konfliktlösung des alten, 2 Jahre heruntertransformierten, aber aktiven Konfliktes in Bezug auf die Schwimmbewegung der Arme. Und noch im Urlaub begannen die ersten Zuckungen der Arme, bei denen er diese durchstreckte und leicht nach außen rotierte. Also wie beim Schwimmen. Sie steigerten sich wieder langsam, erreichten nach einigen Wochen den Höhepunkt mit fast minütlichen Tickserien und wurden anschließend langsam immer weniger. Insgesamt hielten sie für 2 Monate an und sind seitdem wieder nicht mehr aufgetreten. Die konfliktaktive Phase war zwar 2 Jahre und deutlich länger, aber da der Konflikt den Großteil der Zeit deutlich heruntertransformiert war, haben die Zuckungen nicht 2 Jahre, sondern lediglich 2 Monate angehalten. Ja, für ihn selber und die nahen Angehörigen war es wieder ein großes Glück, die tatsächlichen ursächlichen Zusammenhänge aufgrund der 5 biologischen Naturgesetze zu kennen und somit die Dauer der konfliktgelösten Phase ganz entspannt abwarten zu können, ohne in wilden Aktionismus oder Panik zu verfallen oder Folgekonflikte aufgrund der durchaus ansonsten ja sehr beunruhigenden und angsteinflößenden Symptomatik zu starten.